Also wenn du magst, können wir auch jetzt schon mal so langsam loslegen. Gerade mit der Intro, dann verpasst auch keiner zu viel, gerade an die, die jetzt da noch kommen. Ja, können wir sehr gern machen. Also erstmal von mir herzlich willkommen an die Teilnehmer zum Webinar. Ich freue mich sehr, euch so ein bisschen heute zum Thema BigQuery abzuholen, gemeinsam mit Steffen. Ist auch tatsächlich mein erstes Webinar, was ich halt und freue mich dementsprechend erst recht, so auch direkt das erste Webinar zu so einem spannenden Thema zu haben. Und vielleicht ein, zwei Worte direkt zu mir. Ich bin direkt aus der Praxis kommend 2019 im eigenen Shop gestartet und dann hat sich danach so die Liebe entwickelt zu dem Thema, warum kaufen eigentlich die meisten Besucher nicht im Online-Shop und was muss man eigentlich machen, dass die Besucher im Online-Shop einkaufen. Und bin dann bis jetzt die letzten 5 Jahre in dem Bereich gewachsen, habe mich sehr spezialisiert, vor allem auf die Conversion Rate Optimierung und mache das einerseits für Startups, aber auch für mittelständische Unternehmen und habe in den letzten Jahren weit über 200 Einblicke gehabt in unterschiedlichste Shopgrößen, Shop-Nischen und habe auch starke Partner ausgebaut, wie zum Beispiel eShop Guide. Und hier unten seht ihr auch ein paar Kunden meinerseits, die ich betreut habe. Genau. Steffen? Cool, merci. Genau, ganz kurz vielleicht zu mir und zu Verify. Ich bin der Steffen, ich bin Mitgründer von Verify und Verify ist eine AB-Testing-Plattform, für die, die sie vielleicht noch nicht kennen. Und was für uns wichtig war, ist, dass wir nicht einfach nur das nächste AB-Testing-Tool sind, sondern dass wir was anders machen. Und zur damaligen Zeit war es einfach so, dass AB-Testing immer teurer und teurer geworden ist und wir einfach gesagt haben, es muss ja so nicht sein und es gibt bestimmt auch andere Möglichkeiten und deswegen haben wir jetzt quasi eine sehr kompetitive Lösung entwickelt mit unbegrenzter Anzahl an Traffic, die ohne Cookies funktioniert und bei der es eben nur eine Datengrundlage gibt und das sind eben nicht die Daten von uns, sondern immer die Daten vom Kunden und deswegen passt dieses Thema heute auch so besonders gut, weil wir eben viel mit Web Analytics Integrationen arbeiten und ob das jetzt Shopify ist, Google Analytics 4 oder eben BigQuery, das ist für uns eben wichtig, dass die Auswertungen immer mit den Daten der Kunden passieren. Und das ist jetzt auch so ein bisschen so vielleicht so Richtung Intro, bevor es dann loslegt. Nico, wie kamst du denn überhaupt dazu, mit BigQuery überhaupt loszulegen? Warum hast du überhaupt mit BigQuery angefangen, AB-Tests auszuwerten? Genau, ich habe mit BigQuery angefangen, so ungefähr vor 2 Jahren, was noch ziemlich am Anfang war. Bin da tatsächlich auch ehrlicherweise über einen sehr guten Kollege auch zu dem Thema gekommen, der mir dann mal gesagt hat, hey Nico, schau dir auf jeden Fall mal Rohdaten an, wenn du auswertest. Und ich habe ja damals dann auch normal auch mit Testing-Tools gearbeitet und dachte mir, okay, Rohdaten, ziemlich spannend, schaue ich mir mal an und habe dann so die ersten ja, Schritte auch mit BigQuery gemacht, wo es ja auch vor 2 Jahren, sage ich mal, im AB-Testing-Bereich noch sehr, sehr klein war, wo viele noch gar nicht so auch erkannt haben, okay, was hat es denn für Vorteile, mit Rohdaten zu arbeiten und was sind vor allem, was ganz wichtig ist, auch Möglichkeiten, die vor allem in der Datenauswertung sehr wichtig sind, die man tatsächlich auch in vielen Fällen nur mit BigQuery lösen kann, vor allem wenn es irgendwann mal in spezifischere Abfragen kommt, wo wir nachher auch mal ein Beispiel durchgehen, was sehr spannend ist. Und das war so der Schritt in BigQuery. Und da bin ich dann vor allem in der Datenanalyse in dem Part sehr stark, wo ich dann einfach auch nochmal mehr filtern kann, mir mehr anschauen kann, um einfach da dann auch die richtigen und wichtigen Rückschlüsse ziehen zu können, um Kunden halt eben dann auch bestmöglich zu sagen, was ist meine Einschätzung, welche Richtung können wir gehen und was bietet sich einfach da mit den Daten am besten an. Oh, Und cool. können wir auch mal gern direkt so starten. Um was geht's heute eigentlich so ein bisschen? Wir schauen uns heute so ein paar unterschiedliche Aspekte an. Steffen und mir war vor allem sehr wichtig, nicht nur jetzt so die Theorie aufzuzeigen, dass ihr am Ende gefühlt 30 Slides voller Text habt, sondern auch wirklich mal aus der Praxis zu zeigen, wie sieht so eine Abfrage aus. Natürlich am Anfang schauen wir uns mal an, was ist das überhaupt, weil jeder von euch ist vielleicht auch auf einem anderen Stand. Der eine hat es vielleicht nur mal gelesen, der andere hat vielleicht schon mal was verbunden und dann zeige ich aber auch mal, wie arbeite ich damit, also auch wirklich mit realen Kundenergebnissen, aber auch Tipps und Tools aus der Praxis, weil wenn man auch mal sich ein bisschen darüber informiert, denkt man sich, oh, okay, es ist kompliziert, aber keine Sorge, auch ich habe kein IT-Studium oder bin Entwickler, sondern ich habe ja auch ganz viele Stellschrauben, die ich im A/B-Testing begleiten muss. Und das ist ja nur eine ganz, ganz kleine, die am Ende da ist. Und dann schauen wir uns am Ende auch gern an, wie das Ganze denn verbunden wird.
Genau. Dann kommen wir gerne mal zum ersten Thema, nämlich was ist BigQuery überhaupt? Ähm, BigQuery ist im Grunde ein cloudbasiertes Datenwarenhaus. Könnt ihr euch quasi vorstellen, da werden einfach ganz, ganz viele Daten gespeichert von unterschiedlichsten Quellen und unter anderem natürlich die wichtigen fürs AB-Testen, nämlich die GA4-Rohdaten. Und das ermöglicht einfach, dass man Daten sehr schnell auswerten kann, weil man eben direkt auf Daten zugreift und quasi eigene Fragen stellt, wie wer war gestern im Shop, wer hat sich die Seite angeschaut. Und hier hat man eben keine Einschränkungen, weil man hier nicht wie in GA4 oftmals so einen Report auswählt, zum Beispiel E-Commerce-Informationen, sondern hier direkt gezielte Abfragen stellt. Und es ist eben ideal für eigene Analysen und für datengetriebenes Arbeiten mit Testauswertung, Reporting, Segmentierung und weiteren Themen, die man eben auch mit BigQuery dann auswerten kann. Dann natürlich das Thema, wie kommen die Daten überhaupt in BigQuery? Was muss man machen? Ist das sehr komplex? Muss man irgendwas programmieren oder braucht man wieder eine sehr, sehr teure Schnittstelle? Tatsächlich ist so von GA4, was ja die meisten von euch hoffentlich nutzen, da werden die Sachen sehr praktisch, automatisch einfach an BigQuery exportiert. Das könnt ihr euch vorstellen, einmal am Tag wird quasi dieses gesamtes Datenpaket, was es in GA4 gibt und was gesammelt wurde, einmal an BigQuery übertragen und könnt ihr euch vorstellen, wie eine große Festplatte wird dort einfach gespeichert. Das heißt, es ist auch eine Art von Backup, zu sagen, hey, ich möchte einmal jeden Tag die Daten, die gesammelt wurden, auch einmal dann schön in BigQuery einmal abspeichern. Der Rohdatenexport ist dann auch automatisch und es wird quasi eins zu eins gespeichert. Das heißt, zum Beispiel, wenn jemand in den Warenkorb geklickt hat, dann wird diese komplette Information auch in BigQuery gespeichert, wo man sieht, wer hat es, also wer im Sinne von mit einer User-ID, mit einer individuellen, wer hat es gemacht, welche Seiten hat er besucht. Das heißt, die kompletten Informationen werden dann auch gespeichert. Natürlich ist auch möglich, eigene Datenquellen zu verbinden, aber da bin ich auch ganz ehrlich, das mache ich zum Beispiel selber nicht. Aber sehr, sehr große Firmen, wie zum Beispiel von meinem Bruder, der bei einem großen Hersteller arbeitet, die nutzen zum Beispiel auch von verschiedenen lokalen Läden Informationen, was die in ihre Cloud laden. Das heißt, es ist für kleine Unternehmen interessant, aber auch für wirklich riesen Unternehmen, wo man alles Mögliche dann auch hochladen kann. Aber natürlich auch jederzeit importieren kann. Ja, das ist auf jeden Fall super spannend. Und ich glaube, so ein Vorteil ist halt auch bei BigQuery, das hat man damals auch gesehen, als Universal Analytics halt einfach so den Dienst quittiert hatte und man dann auf GA4 wechseln durfte. Da hatte man ja die Möglichkeiten auch seine Daten noch zu sichern, seine alten Daten. Und da hat Google selber ja auch gesagt, macht das bitte mit BigQuery. Also exportiert euch die Daten, wenn ihr darauf noch Zugriff haben wollt, einfach nach BigQuery und dann habt ihr da halt weiterhin, könnt ihr eure Ergebnisse anschauen. Aber selbstverständlich sollte ich dann auch mächtig sein, mit BigQuery zu arbeiten oder es halt mit irgendeinem visuellen, sage ich mal, BI-Tool oder Looker Studio zu verbinden, damit ich halt auch die Daten auch sichtbar machen kann. Genau, ich habe damals auch Shops oder Kunden oder mit denen, wo ich gesprochen habe, auch gesagt, ladet es euch runter, auch wenn ihr jetzt direkt nicht hier einen Datenanalysten habt, der das jetzt Vollzeit analysiert, aber in Zukunft können wir die dann mal reinladen, um dann rückwirkend die Segmente einfach zu haben, weil die meisten hatten ja schon wirklich echt viel Stress, diesen Übergang zu machen, dass das alles sauber läuft. Und die wenigsten haben dann noch gesagt, ach ja, der Übergang ist ja so easy, jetzt kümmere ich mich noch um alle Rohdaten und geht es super an. Aber es war einfach immer wichtig, auch vorzusorgen, auch wenn man die Sachen noch nicht direkt braucht. Genau, und hier seht ihr zum Beispiel auch mal so Events. Das, was ich gerade gesagt habe, das wird dann quasi so in BigQuery auch dargestellt. Das heißt, hier seht ihr quasi diese Rohdateninformationen, die hier natürlich anders aussehen wie in GA4. Das heißt, hier steht zum Beispiel Traffic Source mit einem Unterstrich oder diese ganzen E-Commerce-Informationen, Refund Value, Total Item Quantity. Das heißt, das sind diese Rohdateninformationen. In GA4 heißt das Ganze Artikelmenge. Schön, dass man es versteht, aber die hintere Variable oder die hintere Information heißt dann zum Beispiel Total Item Quantity oder dann Tax Value. Im Grunde ist es gar nicht so wichtig, da überhaupt zu wissen, was wird dort alles übertragen, sondern es werden quasi alle Informationen, die ihr in GA4 seht, übertragen. Und dann sucht man sich ja selber raus, was möchte ich überhaupt wissen und fragt die dann gezielt ab. Das heißt, man kann sehr viel machen in BigQuery, aber man muss immer auch für sich entscheiden, was frage ich gezielt ab und was ist für mich wichtig. Was sind dann eigentlich so die Vorteile und Unterschiede zu GA4-Daten direkt? Wir haben natürlich unterschiedliche, sage ich mal, Vorteile. Viele Sachen sind natürlich auch ähnlich. Ist auch wichtig zu verstehen, dass man jetzt nicht denkt, ich brauche gar kein Google Analytics 4 mehr, ich mache alles nur noch mit BigQuery, weil ich sage auch ganz ehrlich, es ist natürlich was anderes, ob man eine GA4-Oberfläche hat oder eine Oberfläche, wo man
wie ihr nachher seht, irgendwelche Abfragen hat, die im ersten Moment sehr, sehr komisch wirken. Aber man kann eben sehr spezielle Tests und Kombinationen auswerten. Auch da seht ihr dann nachher coole Praxisbeispiele, um eben nochmal mehr Events oder Verhaltensmuster zu analysieren. Dann aber auch ein Riesenvorteil, wir haben kein Zeitlimit. Das heißt, wenn wir in BigQuery Daten speichern und fragen uns in 2030, wie war denn 2025 am 7. Juli die Ergebnisse, dann fragen wir das einfach ab und das geht genauso schnell wie 2030 einen Tag vorher. Und wir haben halt eben nicht ein Limit oder es werden Sachen gelöscht wie im GA4. Da hat man nur die Möglichkeit, das Ganze dann umzustellen. Von diesen 2 und 14 Monate sind es, um dass man eben auch wirklich alle Daten hat. Genau. Man hat auch vor allem ganz wichtig keine Hochrechnungen. Wir müssen natürlich auch verstehen, Google Analytics 4 ist kostenlos und wenn Google jetzt sagen würde, alle Leute auf der Welt mit Google Analytics könnten quasi exakt die Rohdaten abfragen, das wäre unbezahlbar für Google. Deswegen ist auch immer so wichtig zu wissen, wenn ihr zum Beispiel seht, das sind irgendwie 100 Verkäufe oder 3.824 Nutzer, dass viele Daten eben hochgerechnet sind. Das heißt, sie schnappen sich irgendwie 50% und multiplizieren das mit 2. Und das ist dann eben da das Problem, dass wenn man einfach was hochrechnet, dann natürlich da immer so ein kleiner Schwund ist oder ganz einfach wie wenn man halt was aufrundet, ne? 99,8, man sagt 100 oder 103, man sagt irgendwie 100 oder 105. Genau. Ja, ist ein guter Punkt. Das ist ja Mhm. auch das, was man unter dem Hyperlog Plus Plus im Prinzip versteht, ne? Das ist ja dieses Buzzword, was immer mal wieder so im Raum rumschwirrt, wo es auch einige Artikel dazu gibt. Und im Prinzip ist der Hyperlog Plus Plus ist ja ein sehr intelligenter, smarter Algorithmus, der eben Daten hochrechnet bei GA4, aber halt sehr, sehr genau. Man muss aber auch sagen, ab einer gewissen Größe wird's halt einfach verschwommener. Und ich weiß nicht, wie deine Erfahrungen damit sind, Nico, aber grundsätzlich finde ich, ist der schon sehr, sehr genau. Aber die absolute Wahrheit liegt halt natürlich dann nur in den Rohdaten. Genau, also es ist ja auch so, dass ja auch viele große Shops einfach nur rein mit GA4 arbeiten und das funktioniert natürlich. Man braucht, um zu wachsen etc., einfach mal eine Datengrundlage und BigQuery ist so wirklich dann die Optimierung hinten raus und vor allem nochmal im Allgemeinen einfach nochmal auch, sage ich mal, auch ein Risikoschutz für ein Unternehmen zu sagen, wir haben nochmal parallel eine andere Datenquelle, weil sich immer nur auf eine Sache zu verlassen ist natürlich dann auch gefährlich, weil wie ihr auch seht, das Tolle ist, die Daten sind uns gesichert und man kann sie exportieren. Das heißt, sie sind dauerhaft dort und jederzeit downloadbar. Und das ist vor allem auch ziemlich wichtig, dass man hier auch ja, so ein bisschen nicht Risikostreuung, sondern sich einfach ein bisschen auch absichert. Genau, wie ich gerade gesagt habe, die 2 bis 14 Monate je nach Einstellung sind halt eben nochmal ein großer Unterschied, dass die eben auch nach 14 Monaten dann nochmal ausgewertet werden können, die Funnel- oder Explorationsdaten. Und wir haben natürlich im BigQuery, wie bei allem, nicht immer direkt alles Mögliche unlimitiert. Es gibt natürlich auch ein paar Stellschrauben. Da kommen wir aber dann in ein paar Slides wirklich auch zu sehr, sehr coolen Beispielen, dass ihr für euch selber auch mal wisst, okay, da kommt jetzt nicht irgendwie eine 500-Euro-Rechnung, wenn man da was falsch macht. Genau. Und man hat eben so standardmäßig im BigQuery so 16 Tage Tabellenlaufzeit, was auch so der Sandbox-Modus genannt wird. Würde aber dann auch heißen, wenn ich jetzt zum Beispiel einen AB-Test hätte im Sandbox-Modus, der jetzt zum Beispiel 3 Monate läuft, dass man dann Daten verlieren würde, richtig? Wenn man im Sandbox-Modus bleiben würde. Genau, nicht verlieren, aber man hätte eben nur die Daten bis zu Tag 60. Das ist auch ein lustiges Praxisbeispiel, ist mir auch schon selber passiert. Ein Kunde hat einfach nicht bei dem Konfigurieren, wie ich ihm erzählt hatte, die Kreditkarte hinterlegt. Und ich hatte dann einen Test am Laufen, dachte mir irgendwann, warum sind da keine weiteren Daten reingekommen? Und gehe in BigQuery und sehe, okay, vor 10 Tagen hat es aufgehört, die Daten hochzuladen. Das heißt, er hört quasi einfach auf, die Daten hochzuladen und stoppt quasi nach 60 Tagen. Also das habe ich selber auch schon selber gemerkt, wo ich dann gesehen habe, okay, es hört quasi dann einfach auf, die Daten hochzuladen und dann muss man halt eben die Kreditkarte hinterlegen und dann ist es auch kein Problem ähm, und dann läuft es quasi einfach weiter. Genau. Okay. Dann aber natürlich auch das Thema keine Abhängigkeit in GA4. Das heißt, man weiß ja nie,
Man muss immer als Unternehmen mit dem Unvorhergesehenen rechnen. Auch wenn man sich nicht vorstellen kann, stelle ich vor, morgen ist GA4 down und es wird einen Tag gar nichts getrackt oder es werden mal irgendwelche Daten gelöscht. Damit muss man heutzutage rechnen, so komplex wie alles geworden ist. Und wenn man eben einmal die ganzen Daten in BigQuery hat und sich dann auch nochmal von BigQuery alles exportiert und das als Unternehmen nochmal als Backup speichert, dort speichert, ist einfach sehr, sehr wichtig. Weil am Ende des Tages, wenn was passiert, gewinnt immer der oder profitiert der ein bisschen Vorkehrungen getroffen hat. Spannendes Thema, was immer einer der ersten Fragen ist, wenn ich auch Kundengespräche habe oder ganz oft lese, ja, was kostet das eigentlich? Und oftmals wird immer nur sehr schwammig gesagt, was kostet's nicht, weil einfach viele da keine Aussage treffen wollen. Auch ich mache natürlich oder wir machen keine verbindliche Aussage, worauf ihr euch verlassen könnt, sondern man muss natürlich immer auch selber schauen, ändert sich was, ne? In einem halben Jahr kann vielleicht Google sagen, sie ändern was. Aber was ganz wichtig zu verstehen ist, wir haben hier kostenlose Möglichkeiten. Das heißt, am Anfang ist es kostenlos und das Tolle ist, es reicht auch für die meisten Shops für immer, beziehungsweise sehr, sehr lange, für viele Monate, 5, 6, 7, 8 Monate. Und zwar haben wir 10 Gigabyte Speicher und 1 Terabyte Abfragen pro Monat gratis. Die 10 Gigabyte Speicher sind nicht pro Monat, sondern könnt ihr euch vorstellen wie ein Handyspeicher. Sobald die 10 Gigabyte voll ist, fängt 10,01 Gigabyte an und ab dann kostet es. Das heißt, es wird nicht jeden Monat wieder neu refreshed. Die 1 Terabyte Abfrage schon. 1 Terabyte Abfrage ist schwierig zu erreichen. Da kommen wir auch gleich zu einem Beispiel von einem Test von mir. Aber die 10 Gigabyte werden irgendwann voll sein. Das hat einfach damit auch zu tun, wie viel Daten werden bei euch generiert im Shop. Jeder Shop hat eine andere Anzahl an Ereignissen, hat vielleicht viel mehr Nutzer, der andere hat weniger. Es kommt auch darauf an, wie umfangreich habt ihr denn Events auch vor allem erstellt. Das Tolle ist, ihr könnt euch benachrichtigen lassen. Es gibt E-Mail-Warnungen, wo wirklich man versteht, wenn man nicht wirklich alles ignoriert, wann ist genug und wann ist eben das Limit erreicht. Das heißt, auch wenn die 10 Gigabyte voll sind, bekommt man eine E-Mail bei 9 und weiß, okay, in einem Monat oder der letzte Gigabyte ist jetzt bald dann fällig. Ne? Genau. Die Abrechnung auch immer nur nach tatsächlicher Nutzung. Das heißt, man muss sich auch keine Sorgen machen, dass hier ein Abo ist oder so, sondern nur das, was wirklich genutzt wird, kostet dann auch Geld. Und deswegen auch keine Angst vor Kostenfallen, weil man da auch wirklich in den Einstellungen, wirklich im Google-Konto seine aktuelle Nutzung jederzeit auch sieht. Genau. Jetzt dann auch mal die Praxis. Wie sieht man denn hier mal die Abfrage? Hier rechts seht ihr mal einen Test, den ich erstellt habe. Hier seht, einen Moment, jetzt ist irgendwie zurück, genau. Hier habe ich abgefragt, und seht ihr, hier sind gerade 100.000 Nutzer drin und 2.400 Verkäufe innerhalb von 45 Tagen. Jetzt könnt ihr relativ schnell auch sehen, okay, wie viel Transaktionen habt ihr und wie viele Nutzer. Und hier habe ich jetzt mal die Abfrageinformation angeschaut und sehe hier 6,69 Gigabyte. Das heißt, ich habe mit dieser einzelnen Abfrage, die ich hier gemacht hatte, 6,7 Gigabyte quasi verbraucht und ich könnte das jetzt 150 Mal machen, um 1 Terabyte zu verbrauchen. Das heißt, ihr seht, man müsste ja das mit Vorsatz machen, um dass das passiert. Und deswegen ist hier wichtig zu verstehen, dass mir jetzt nicht direkt katastrophal mit so einer AB-Testing-Abfrage, die ich euch auch nachher zeige, jetzt wirklich ins Klo greift oder da sehr, sehr viel Daten verbraucht. Es müsste dann wirklich schon Absicht sein und ihr seht ja, 100.000 Nutzer, 2.500 Transaktionen in 45 Tagen, da kann man jetzt ja auch sich mal dran orientieren, wie groß ist mein Shop, wie viel Daten habe ich und dann ist hier schon mal so auch ein bisschen Ruhe auch oftmals und die Angst ist ein bisschen genommen bei dem Thema. Ja, wobei es nicht immer nur unbedingt Absicht sein müsste. Teilweise könnte es auch passieren, wenn man mit dem Looker Studio arbeitet und einfach mal so eine Abfrage da direkt einrichtet. Da muss man dazu sagen, Looker Studio macht das standardmäßig alle 15 Minuten, glaube ich, waren das. Alle 15 Minuten wird quasi eine Abfrage aktualisiert. Und wenn es dann eben doof läuft, dann regelt es auch die Zeit. Also sprich, ich mache die Abfrage, dann schaue ich wieder 3, 4, 5 Tage später rein und dann komme ich auch auf extrem viele Abfragen. Also 15, also 4 die Stunde quasi, 4 mal 24. Also da bin ich wahrscheinlich dann in so 2, 3 Tagen bin ich da locker drüber. Deswegen vielleicht ein guter Tipp noch, Looker Studio nicht einfach direkt mit BigQuery verbinden, wenn dann nochmal die Abfrageintervalle dann selber anpassen, weil ansonsten kann es auch schnell eben entweder teuer werden oder man reizt diese Free Limits aus.
Genau, und bei Locker Studio auch wichtig zu verstehen, das ist nochmal ein eigener Dienst. Also wenn man jetzt hier BigQuery eben jetzt hier einrichtet oder so, Locker Studio ist nochmal was Einzelnes wie hier GA4 oder Google Tag Manager. Ist nur wichtig zu wissen, nicht wenn man das sieht, ah cool, ich kann ja meine Daten schön darstellen, alles zu verbinden, sondern sich da nochmal einzeln einzulesen, dass hier kein Fehler passiert. Sehr guter Punkt nochmal, Steffen. Genau. Und die Beispielrechnung, jetzt haben wir natürlich die Abfragen, jetzt kommt aber auch das Kontingent. Ähm, Einfach mal eine Annahme von 100.000 Nutzern im Monat und 1.500 Käufen pro Monat. Gehen wir mal so mit 1,5 oder mit 1 Kilobyte pro Event aus. Und dann seht ihr hier, wenn wir uns das mal hochrechnen, dass wir 1,5 Millionen Events haben mit dem 1 Kilobyte, dass wir bei 1,5 Gigabyte pro Monat sind. Das heißt, hier sieht man das schon, reicht es dann ungefähr irgendwie 5 bis 8 Monate, je nachdem, wie das dann schwankt. Und dann danach, wie wir gesagt haben, jetzt ist unser Speicher von 10 Gigabyte voll. Was passiert? Jetzt brauchen wir mehr Speicher. Und ich habe mir die letzten Infos rausgezogen und aktuell liegt der weitere Gigabyte bei 0,02 US-Dollar. Das heißt, selbst wenn es mal passieren sollte, dann sollte das in hoffentlich den meisten Fällen kein Beinbruch fürs Unternehmen sein, dass dann ein paar Cent abgerechnet werden. Genau. Aber natürlich, wenn man hier sehr, sehr schnell an die 10 Gigabyte kommt, vielleicht auch am ersten, zweiten Tag, ihr seht ja bei 1,5 Millionen Events und 100.000 Nutzern, dass man sich recht schnell auch hier für sich selber einordnen kann. Ne? Ja, Genau. ne, das finde ich ein super plakatives Beispiel. Hm. Damit kann man jetzt wenigstens mal was anfangen, was das eigentlich bedeutet. Und das Schöne ist ja auch, was man da jetzt gut gesehen hat, im Worst Case wird's, selbst wenn es was kostet, wird es wahrscheinlich nicht sehr teuer. Aber wir reden jetzt gerade ja nur von dem einmaligen Synchronisieren pro Tag, richtig? Also wenn ich jetzt meine Daten streamen würde, gibt es ja auch eine Option bei Google Analytics 4, dann würde das wahrscheinlich deutlich teurer werden. Genau, das ist auch das, was wir in der letzten Folie, ich einmal als kleinen Tipp noch rot markiere, dass man auch bei der Einstellung, die man dann zu GA4 macht, den täglichen Export macht, weil einmal am Tag ist es eben einfacher, die Daten zu übertragen, dass nicht die 10 Gigabyte direkt verbraucht werden, als wenn man das die ganze Zeit streamt, weil Streaming verbraucht logischerweise mehr Daten, hat mehr Aufwand und man braucht es in den meisten Fällen nicht, weil ein AB-Test tun wir eh nicht. Ganz wichtig für die, die auch hier durchaus AB-Testing machen, wir schauen ja nicht alle 10 Minuten einen AB-Test, sondern wir wissen ja, okay, der AB-Test läuft so lang. Wir schauen hier am Tag 3 rein, wir schauen an Tag 5 rein und da reicht ein täglicher Export absolut. Deswegen braucht man das auch hier tatsächlich gar nicht. Vielleicht haben auch noch andere Fragen, also jetzt gerade auch an die Teilnehmer von euch. Also wenn ihr Fragen habt, da oben gibt es quasi so ein kleines Kastel mit so einem Fragezeichen drin. Da könnt ihr gerne jederzeit fragen, wenn euch irgendwas unklar ist oder ihr auch irgendwie in eine andere Richtung Fragen habt. Traut euch gerne und wir werden die dann an passender Stelle auch beantworten. Genau. Vielleicht wird die eine oder andere Frage, die sich jetzt jemand stellt, auch jetzt schon beantwortet, nämlich wie man denn jetzt eigentlich auch weitermacht. Jetzt gehen wir mal in die Praxis, nämlich wir brauchen für BigQuery SQL. SQL ist eine Sprache quasi, die man für Datenabfragen braucht und damit tun wir uns die gezielten Infos, die wir vorhin gesehen haben mit den Events, uns rausziehen und eben dann die Information herausholen. Und in BigQuery nutzen wir eben SQL, um die GA4-Daten auszuwerten, welche Nutzergruppe hat besser performt. Und wir haben eben kleine Abfragen, aber eine große Wirkung, weil wir haben ein paar Zeilen, die man dort rein kopiert oder sich programmiert. Und dann hat man eben direkt die Reports und die Analysen. Aber auch, was sind denn so die Grundlagen jetzt, weil wir jetzt schon so ein bisschen in die Tiefe gegangen sind, um überhaupt die Tests jetzt auszuwerten. Weil wir haben natürlich wichtige Grundlagen, um dass man überhaupt damit starten kann. Wir brauchen natürlich ein sauberes GA4-Tracking. Wer es noch nicht hat, unbedingt sich drum kümmern, dass wir wirklich alle das komplette GA4-Tracking einmal sauber haben. Das heißt, funktioniert bei euch alles sauber mit dem Consent-Banner. Das heißt, je nachdem, wie ihr mit den Daten umgeht und umgehen wollt, dass es auch alles stimmt, dass alle Verkäufe mit der höchsten Datenqualität getrackt werden, weil sonst braucht man das BigQuery danach nicht, weil wir müssen erstmal vorne die Grundlage schaffen. Das Beziehungsweise man finde kann es brauchen, aber es hat dann immer noch die Daten, die man halt vorne auch in GA4 bekommt. Ja, das finde ich einen super wichtigen Hinweis, weil ich habe das auch schon öfter gehört, GA4 ist nicht richtig eingerichtet und dann äh, denkt vielleicht der eine oder andere, okay, dann nutze ich halt einfach BigQuery, dann habe ich direkt die Rohdaten und dann muss ich mich nicht um alles kümmern und Consent ist dann eh egal, weil dann habe ich ja eh alle Daten. Aber so ist es halt nicht, ne? Genau. Weil
Die Daten sind in Google Analytics 4 drin und erst dann synchronisiere ich sie quasi mit BigQuery und es ist nicht so, dass meine Daten komplett in BigQuery sind und irgendwie werden die dann an GA4 gepusht oder ähnliches. Nee, also wenn ich vorne keine richtige Datenqualität habe, habe ich sie bei BigQuery dann eben auch nicht. Genau. Und wir haben da dann eben auch die Information, wir brauchen natürlich ein Testing-Tool. Das heißt, ihr braucht ein AB-Testing-Tool und dieses AB-Testing-Tool muss aber auch gewisse Infos an GA4 senden. Das heißt, falls ihr vielleicht jetzt ein Testing-Tool nutzt, wo ihr sagt, ach, ich nutze gerade ja alles im Testing-Tool und mache dann meine ganzen Auswertungen, ist es wichtig, einmal zu schauen, dass man auch die relevanten Infos auch dann wirklich an GA4 sendet über den Tag-Manager, um dass man damit arbeiten kann. Genau. Und hier haben wir dann zum Beispiel wichtige Infos, die man eben braucht, wie zum Beispiel eine Experiment-ID oder wir haben einen Variantennamen, damit wir da auch die saubere Auswertung machen können. Damit man hier einfach sieht, okay, welche Informationen kommen an. Und jetzt sehen wir das auch im nächsten Slide mal, wie das in der Praxis aussieht. Nämlich hier einmal mit zum Beispiel Verify. Ihr seht hier zum Beispiel, wir haben hier jetzt dieses Event in dem Tag Manager. Und jetzt hier rechts sind eben die wichtigen Infos. Da werdet ihr euch nachher auch dran erinnern, dass wir die hier sehen und auch nachher brauchen. Und je nachdem, welches Testing-Tool man nutzt, muss man schauen, dass man diese Informationen eben übertragt. Bei Verify sind es eben so klassische Parameter. Welches Experiment ist es? Welche Variantenname ist es? Welche ID ist es? Und dass man eben diese Informationen auch immer direkt rüberschickt. Und so wie wir vorhin bei den Events gesehen haben, mit zum Beispiel der Transaction-ID und wie diese Rohdaten aussehen, ist dann in BigQuery nämlich auch die Rohdateninformation zum Beispiel Verify Variation Name. Und wie ihr wisst, wir greifen genau auf die Infos zu. Um dass wir aber darauf zugreifen können, müssen wir erstmal vorher sagen, bitte schickt die auch zu GA4. Das heißt, da ist die Grundlage auch wichtig, diese Information vom Testing-Tool auch in GA4 erstmal zu haben. Genau. Dann fragt ihr euch bestimmt auch, okay, wo können wir abfragen? Und jetzt gehen wir mal so die Slides durch. Wie kommt man denn dorthin, wo man dann auch abfragt? Wenn ihr euch einen BigQuery-Account einrichtet, beziehungsweise ein Google-Projekt und euch einloggt, dann habt ihr quasi diese Google Cloud Startseite. Und Google Cloud oder die Information, die Möglichkeiten, die man machen kann, sind riesengroß und man braucht nur diesen kleinen BigQuery-Part, weil Google Cloud natürlich für alle möglichen Dienste, alle möglichen Lösungen bietet und wir müssen uns spezifisch nur diese einzelne, sage ich mal, BigQuery-Lösung suchen und die ist, sage ich mal, nicht jetzt ein bisschen versteckt, aber man muss sie sich am Anfang einmal zurechtsuchen, dann kann man sich das Lesezeichen abspeichern und muss dann nicht mehr zurück. Und zwar haben wir hier nämlich dann die Startseite und dann haben wir oben links das kleine Burger-Menü. Und wenn wir da draufklicken, öffnet sich quasi hier, wie ihr seht, die komplette, sage ich mal, Palette, was man alles machen kann. Ähm, Einiges davon habe ich mir selber noch nie angeschaut, weil es einfach irrelevant ist, sondern was brauchen wir? Wir müssen hier uns einmal einfach nur unten einmal anschauen, BigQuery, nämlich den Dienst BigQuery, den wir nutzen möchten. Den seht ihr hier unten, der ist hier über Cloud Run. Und wenn man hier dann eben drauf geht, dann haben wir hier rechts diese BigQuery-Infos und wir wollen einfach ins Studio. Studio ist nichts anderes wie einfach die Startseite von BigQuery, wo wir dann eben die Informationen sehen. Wenn wir da dann draufklicken, dann sind wir hier quasi im Explorer und sehen hier quasi diese Startseite von BigQuery. Und hier auf der BigQuery-Startseite seht ihr jetzt schon auch hier einige ja, Informationen. Ihr seht hier links dann hier Datenübertragung, Dataform, Planung, Sharing. Ignoriert es einfach. Brauchen wir hier in dem Fall jetzt erstmal nicht, sondern wir müssen uns erstmal jetzt durchwursteln, weil wir wirklich so einen kleinen Teil nutzen wollen. Wir müssen hier dann quasi in diesem Explorer, den wir haben, der öffnet sich dann automatisch. Das heißt, ihr seht es hier, wenn man dann hier, falls es bei euch geschlossen ist, dieser Bereich, dann müsst ihr hier auf diesen linken Bereich klicken und dann öffnet er sich nämlich zum Beispiel so. Wenn ich dann hier nämlich auf GTM klicke, da wird bei euch auch was stehen. Nämlich bei euch heißt es dann zum Beispiel GTM 1245. Das habe ich hier logischerweise ausgeblendet, weil sonst würdet ihr hier die Kundeninformationen sehen. Und wenn man da dann draufklickt, dann öffnet sich so ein Dropdown-Menü. Und das wird hier dann auch genauso aussehen wie bei euch. Und jetzt sind wir quasi dort im Studio, wo wir quasi jetzt eine Abfrage machen können. Im Grunde sind es am Anfang 4 Klicks. Wir müssen in BigQuery, wir müssen in Studio und da müssen wir einfach hier auf unseren Container klicken, auf unseren Ordner, der oben ist. Und dann haben wir rechts diesen Bereich unbenannte Abfrage. Und hier kann man im Grunde jetzt seine Abfrage reinschreiben. Und jetzt ist natürlich die Frage, was fragt man ab?
oder was frage ich eigentlich ab? Und jetzt kommen wir mal zum nächsten Bereich. Hier seht ihr zum Beispiel mal eine Abfrage. Nicht erschrecken. Und ich habe auch damals, als ich das zum ersten Mal dann eingegeben habe, mir gedacht, eigentlich habe ich immer B-Testen jetzt nicht gewollt, dass ich jetzt hier gefühlt ein IT-Studium brauche und muss jetzt noch irgendwie Entwickler werden. Aber es ist im Grunde, wenn man es so ein bisschen dann halbwegs so versteht, wie die Sachen zusammenhängen, dann ganz logisch. Und das Tolle ist, man muss hier jetzt nicht alles komplett verstehen, sondern man muss nur wissen, wo muss ich was ändern, um welche Informationen zu bekommen. Und wir gehen die Abfrage gleich ganz in Ruhe durch. Nicht erschrecken, ihr müsst euch hier jetzt auch keinen Screenshot oder so machen. Ich will euch einfach nur mal zeigen, wenn wir jetzt hier mal das eingeben, was der uns dann hier ausspuckt. Und dann seht ihr unten, das erinnert euch wahrscheinlich schon sehr an ein Testing-Tool oder an GA4. Und ihr seht jetzt hier, okay, wir haben jetzt die totalen Nutzer, wir haben die Nutzer, die eine Transaktion getätigt haben, wir haben hier den Umsatz, wir haben die Conversion Rate, wir haben den durchschnittlichen Bestellwert und den durchschnittlichen Umsatz pro Nutzer. Das heißt, das geht jetzt schon sehr in die Richtung, wo man sieht, okay, hier ist schon ein bisschen mehr Praxis, wo ich jetzt auch mal sehe, wie sieht es denn auch aus, wenn ich das da mal auswerte. Genau. Und im Grunde, wenn wir uns das jetzt einmal auf einen großen Bildschirm holen, ist das ja quasi dann die Abfrage. Die gehen wir jetzt gleich einmal durch, dass ihr das auch einmal schön seht. Und hier unten hat er dann quasi jetzt die einzelnen Details uns auch angezeigt. Und hier gibt es verschiedene Bereiche, die man dann auch anpasst. Das seht ihr dann nachher auch mal schön visuell, was man denn überhaupt anpassen muss. Das ist hier aber auch tatsächlich auch meine Auswertung, wie ich das bei Kunden mache. Das heißt, das ist jetzt nicht irgendwas anderes, was ich euch zeige, sondern so werte ich auch tatsächlich die Tests aus, unter anderem. Weil je nachdem, wie ihr nachher seht, muss man auch manchmal spezifische Sachen machen. Genau. Einmal jetzt schon so ein kleines Praxisdetail, was für euch wichtig ist. Und zwar am Anfang muss man sich eine Information schnappen, die ist in BigQuery drin. Und zwar seht ihr oben ja hier nach dem Select Count so eine Information, nämlich from. Das heißt nichts anderes, von wo möchte ich denn die Information? Und BigQuery weiß ja nicht, dass ihr von euch selber die Information müsst, von euren Daten. Und deswegen müsst ihr euch dieses GTM und diese Information einmal rausziehen und die bekommt ihr hier auf der Startseite, wenn ihr hier nämlich dann eure, wo wir vorhin waren, auf der Startseite waren, in diesem Ordner Events und dann seht ihr rechts die Tabellen-ID unter den Details. Ihr könnt im Nachgang das natürlich auch in Ruhe hier nochmal durchklicken, weil es ist nicht möglich, jetzt hier durch die kurze Erklärung, die ich mache, alles sofort nachzuklicken. Deswegen schaut euch das gerne im Detail danach nochmal an. Deswegen habe ich das Schritt für Schritt auch erklärt. Ich möchte es nur schon mal erwähnt haben, weil ihr euch danach dann sonst fragt, hey, wo habe ich jetzt eigentlich die Information? Genau. So, jetzt gehen wir mal die Abfrage durch. Was passiert überhaupt wo? Wir haben ja oben den ersten Bereich und hier tun wir quasi die Nutzer im Test zählen. Das heißt, hier sagen wir erstmal, okay, wie viele Nutzer gibt es eigentlich im Test, die uns dann angezeigt werden? Weil wir möchten hier dann erstmal wissen, okay, bitte zeig uns mal, in welchem BigQuery-Projekt, unter welchem, sage ich mal, Event auch, möchte ich denn den Nutzer angezeigt haben. Das heißt, hier seht ihr, ich möchte von meinem BigQuery-Projekt, von welchem Event, und jetzt erinnert ihr euch vielleicht, wir haben ja diese Eventdaten von dem Testing-Tool übertragen und von dem Testing-Tool gibt es ja dann auch einen Eventname. Und das ist hier in dem Fall AB-Testing. Das kann aber auch zum Beispiel Camelun sein, das kann zum Beispiel AB-Lift sein. Das heißt, hier müsst ihr natürlich schauen, wie ist euer Event benannt oder wie tut euer Testing-Tool euch empfehlen, das Event zu benennen. Das heißt, wenn jetzt einfach auch von mir das übernimmt, kann es sein, es klappt nicht, weil bei euch heißt es vielleicht AB-Analyse oder so. Ne? Genau, deswegen ist es wichtig, aber mal abzugleichen. Und Das deswegen heißt, das filtern würde wir auch die reichen, Eventquelle. also Entschuldigung, Nico, aber das würde reichen, wenn ich dann den Eventnamen verändern würde, ähm, wenn ich jetzt einfach auf ein anderes AB-Testing-Tool wechseln würde und entsprechend dann auch die Parameterwerte verändern würde, richtig? Genau, ich bin ja auch in der Vergangenheit schon mal, habe schon mit verschiedenen AB-Testing-Software-Tools gearbeitet und ich habe dann auch immer nur im Nachgang mir einmal angeschaut, welche Information überträgt denn das neue Tool und dann habe ich es bei mir einfach angepasst, weil das eine Tool, wie zum Beispiel Verify, das überträgt, wie ihr hier seht, so einen AB-Test-Short-Parameter. Da seht ihr hier die Information 17145 Original und ein anderes Tool sagt zum Beispiel, wir übertragen den Namen der Variante und da muss ich mir logischerweise anschauen, ich möchte jetzt den Namen der Variante, der heißt Original. Ne? Das heißt, man muss auch mal schauen, was bietet mir mein Testing-Tool überhaupt und kann ich das danach auch dann machen. Genau, deswegen, wie du sagst, Steffen, man muss dann einfach schauen, was wird mir dann noch angeboten, sage ich mal. Mhm. Genau, wir filtern quasi die Eventquelle, wir filtern den Zeitraum hier oben in dem Bereich und den Test. Den Test filtern wir hier, wir möchten 17145 Original sehen.
Im nächsten Schritt, im Grunde, wie ihr seht, wir machen ja einfach nur so eine Abfrage und es sieht ein bisschen komplexer aus, aber wir gehen so einfach Schritt für Schritt durch. Was wird da eigentlich gemacht? Jetzt haben wir im ersten Schritt erstmal die Nutzer gezählt, wie ihr in der Abfrage gesehen habt. Und jetzt im nächsten Schritt tun wir uns mal sagen, okay, was ist da überhaupt für ein Umsatz passiert? Das heißt, hier in dem Schritt tun wir die Käufer zählen und den Umsatz summieren. Und so tut man quasi in jedem Schritt. Ich tue jetzt nicht auch komplett ins Detail gehen, sondern das kann man sich im Nachgang dann auch gerne mal durchlesen. Tun wir hier im Grunde in jedem Schritt einen unterschiedlichen Wert berechnen. Und jeder Wert wird hier unterschiedlich berechnet. Und das ist das Einzige, was wir in der Abfrage machen, damit Sie es angezeigt bekommen. Und ganz unten ist einfach noch so ein Zusatzevent, nämlich dass wir 0 € Käufe quasi rausfiltern und die dann nicht mehr brauchen, weil wenn jemand im Shop eine Testbestellung gemacht hat mit 0 €, würde das ja ansonsten unser Ergebnis verfälschen. Genau. Was müsst ihr jetzt eigentlich anpassen, wenn ihr wenn ihr diese Abfrage nutzt? Im Grunde die Sachen, die ich hier grün markiert habe. Ihr müsst nämlich bei euch sagen, wie euer Projekt heißt, weil es ist ja nicht meins. Da müsst ihr bestimmen, wie heißt euer Event mit eurem Testing-Tool. Ihr braucht die Information, wie heißen diese Parameter, die ihr benötigt. In dem Fall bei Verify brauchen wir nur den AB-Test Short-Parameter. Und ihr müsst sagen, in welchem Datumsbereich. Und der Rest, der ist vorgefertigt, vorgefiltert. Hier gibt es keine Änderung, weil die Berechnung, wie die Conversion Rate ist, bleibt immer gleich. Das heißt, ihr habt im Grunde hier bei jeder Abfrage immer eigentlich nur 4 Sachen, die wichtig sind, abzuändern. Und wenn ihr das ja einmal gemacht habt und habt dann einmal die Abfrage und macht einen neuen Test, dann müsst ihr im neuen Test auch nur die Testinformation ändern und den Datumsbereich, weil der Rest ist ja dann gleich. Das heißt, wenn ich einmal so ein Skript habe mit einer Standardabfrage, dann kann ich das auch für jeden Test immer wieder verwenden. Ich muss einfach nur die entsprechenden, sage ich mal, Experimentinformationen, Varianteninformationen austauschen. Genau, vorausgesetzt ist es halt wie in dem Fall hier eine klassische Abfrage. Ich möchte von einer Variante eben sehen, wie sind da die Daten. Ne? Wenn es natürlich eine spezifische Abfrage wird, dann muss man natürlich was ändern, aber in den meisten Fällen ist ja hier eine Standardabfrage erstmal das sehr, sehr Wichtige. Jetzt Mhm. habt ihr ja gesehen, dass es ziemlich kompliziert aussieht oder kompliziert aussehen kann. Und hier gibt es jetzt auch eine Möglichkeit, wo gern Steffen mal zeigen kann, beziehungsweise ich glaube, nee, ich muss draufklicken, wie man denn hier jetzt in Verify das Ganze darstellen kann. Steffen, das ist ja vor kurzem bei euch auch dann rausgekommen, ne, und habt ihr entwickelt. Ja, genau. Also ganz ehrlich, ich tue mir selber auch mit SQL sehr schwer. Ich müsste da auch ChatGPT nehmen, um mir die Skripte anzupassen. Und was wir bei Verify gemacht haben, ist, wir haben ein BigQuery Auto Setup released und man kann quasi direkt die Events importieren und wir schreiben im Prinzip im Hintergrund die Abfragen, die SQL-Abfragen und so kann man sich die direkt auch visualisieren, weil ihr habt das ja gerade auch eben auch bei Nico gesehen, der Output, das sind einfach, das sieht aus wie so eine kleine, ist halt so eine kleine Tabellenspalte und da muss man sich seine Werte halt dann rauskopieren und pack die vielleicht in den Signifikanzrechner etc. rein. In unserem Fall, vielleicht startest du mal das Video, Nico, bitte. Da hast du halt dann die Möglichkeit, im Prinzip Events auszuwählen, zum Beispiel das Purchase-Event und als Count oder Revenue. Dann wird es hier quasi als Goal, als Metrik hinzugefügt. Und man sieht hier auch verschiedenste Segmente, die man dann quasi noch filtern kann. Das ist im Prinzip das, was Nico gerade gezeigt hat. Das wäre einfach noch eine Erweiterung der Abfrage. Jetzt würde ich halt dann zusätzlich noch sagen, die Daten, die ich jetzt hier habe, bitte nur für Mobile hin, filtern, genau, das ist das richtige Wort. Und so funktioniert quasi unsere Lösung. Genau, das heißt, das ist quasi so, sage ich mal, sage ich auch so ehrlich, das ist so die nutzerfreundlichere Lösung, wo man, ohne dass man da in diesem BigQuery-Tool die Sachen eingeben muss, aber man ist natürlich in bestimmten Sachen noch beschränkt, wo ich aber natürlich auch weiß, dass der Verify das auch bald hinzufügt. Wenn man jetzt nämlich mal überlegt, man hat jetzt diese Abfrage und möchte jetzt aber sich noch sagen, aber ich möchte es nur sehen, Leute, die unseren Sidecard geöffnet haben, dann müsste man jetzt im nächsten Schritt nochmal diese einzelne Abfrage filtern. Da kommen wir auch mal gleich dazu. Und wenn natürlich sowas auch noch dann nutzerfreundlicher dargestellt ist, dann ist natürlich eine extreme Erleichterung, weil dann brauchen wir auch nicht zu viele Abfragen. Genau. Und wie Steffen gerade schon angerissen hat, er ist auch selber nicht so, er mag selber nicht so viel die Abfragen zu machen, SQL. So geht's mir genauso.
Wir können uns natürlich freuen. Es gibt ja heutzutage Möglichkeiten, was wir nutzen können. Und ich zeige jetzt mal ein ganz einfaches Beispiel. Ich arbeite auch selber mit ChatGPT, um mir manche SQL-Infos mehr zu ziehen. Man kann die Sachen nutzen, man sollte sie nutzen. Und jetzt habe ich hier mal ein Beispiel gemacht. Ihr habt ja die Abfrage von gerade gesehen. Und jetzt interessiert mich einfach irgendwas in meinem Shop. Und jetzt habe ich das in ChatGPT eingegeben. Was habe ich gemacht? Ich habe einfach geschrieben, bitte ergänze die Abfrage und füge ganz unten eine weitere Bedingung hinzu, dass Nutzer, die über 300 € bestellt haben, nicht berücksichtigt werden. So, jeder von uns, auch mir würde jetzt der Kopf platzen, wenn ich mir jetzt überlegen muss, wie muss ich denn das da jetzt eingeben? Ja, aber wie gesagt, es braucht kein IT-Studium. So, habe das bei ChatGPT eingegeben, also meine Grundabfrage, die ich schon habe. Und jetzt hat er mir im Grunde hier die ergänzte Abfrage rein. Nämlich, ich habe ganz unten eine weitere Bedingung eingefügt, die nur Nutzer mit einer Gesamtbestellung von unter 300 € berücksichtigt. So, und jetzt haben wir das mal eingefügt und rot umrahmt seht jetzt einfach mal das Neue, was hier ChatGPT gemacht hat. Links seht ihr hier der Standard. Ihr seht hier, wir haben diese ähm, Nutzer, wir haben die Transaktion und so weiter und filtern uns das raus. Und rechts haben wir jetzt noch die zusätzliche Bedingung und sagen, hey, pass mal auf, ich möchte in diesem Datumsbereich einen Revenue, der kleiner als 300 € ist. Und schon schrumpft hier etwas die Transaktionssumme und der Revenue und so weiter, weil natürlich jetzt nicht sehr, sehr viele Nutzer über 300 € bestellen. Was ich hier einfach zeigen möchte, ist, man kann auch dann die Sachen direkt in ChatGPT sich nochmal fragen. Das ist jetzt hier eine, sage ich mal, Abfrage, die würde ich so nicht machen, weil ich würde auch Nutzer mit inkludieren, die ein bisschen teurer einkaufen. Gerade hier in dem Shop ist auch eher der AOV ein bisschen höher und da ist schnell mal jemand, der sich ein paar Produkte bestellt bei 200, 300, 400 €. Aber ich möchte einfach mal die Praxis zeigen. Nutzt auch die Möglichkeiten mit ChatGPT. Ich mache es genauso. Außer ihr seid natürlich so viel mit IT, dass ihr sagt, hey, mir macht SQL Spaß, das mache ich jeden Abend und möchte das selber schreiben. Genau, wie ich vorhin angerissen habe, müssen wir jetzt auch mal natürlich die Informationen nutzen oder berücksichtigen. Es gibt natürlich auch Events, die wichtig sind. Und es gibt ganz, ganz oft bei vielen Shops und viele Unternehmen machen einen Fehler. Sie testen was, aber berücksichtigen nicht alle Infos, die wichtig sind. Und was zum Beispiel da wichtig ist, wenn ich einen Test in einem Sidecut mache, dann brauche ich ja die Info, wer hat überhaupt den Sidecut gesehen. Und um dass ich diese Info auch nochmal habe, muss ich natürlich ein Event anlegen. Und deswegen ist es wichtig, diese Events auch anzulegen über den Tag Manager, wie zum Beispiel Sidecard geöffnet. All Search Open kann zum Beispiel sein, wenn man oben diese Suchleiste anklickt. Weil nur wenn wir so ein Event angelegt haben, können wir so ein Event berücksichtigen in einem Test. Ich habe in der Vergangenheit ganz, ganz viele AB-Tests gesehen, die einfach falsch sind, weil sie schon vorne falsch aufgesetzt sind und man sie gar nicht auswerten kann, weil die Daten komplett verfälscht sind. Und mit BigQuery kann ich mir dann das Segment später auch nutzen, wie ich gleich meine Abfrage zeige. Wenn ich jetzt nämlich einen Test mache mit Sidecard geöffnet, dann sieht das Ganze natürlich so aus, dass ich das mal einmal filter. Und im Tag Manager sieht das Ganze dann so aus, wenn man zum Beispiel ein Sidecard-Event erstellt, dann habe ich hier mein GA4-Event, das heißt zum Beispiel Sidecard geöffnet und der Ereignisname ist Sidecard geöffnet. Auch hier wieder wichtig, ihr seht, wir haben hier wieder einen Name und ihr seht wieder, das ist wieder genauso geschrieben wie unser Event. Das heißt, diese Sachen, die ihr erstellt, könnt ihr so dann auch im BigQuery nutzen. Und wenn ich jetzt eben das in einem Test verwende, dann seht ihr hier zum Beispiel nur einen kleinen Ausschnitt, wo ich das berücksichtige. Ihr seht, oben ist es relativ klein. Gleich, ich sage wieder, wo ist das Event, in welchem Datumsbereich, welche Variante. Und jetzt seht ihr hier aber eine kleine Berücksichtigung, nämlich wo, beziehungsweise where, also ja, wo, Eventname Sidecard geöffnet ist. Und das ist hier diese kleine Filterung, die aber den Unterschied macht. Hey, liebes BigQuery, sag mir bitte nicht nur alle Nutzer, sondern auch wirklich nur, die dieses Event berücksichtigt haben. Ich glaube, das habt Ja, ihr auch schon sehr oft in der Vergangenheit gehabt, oder Steffen? ja, definitiv immer super spannend und auch das sich jetzt in Google Analytics 4 mit durchzufiltern geht schon, wenn ich mir Segmente baue in Explorations, aber ist halt immer unschön. Ne? Wenn man natürlich seine fertigen SQL-Queries hat oder man hat jetzt eine Möglichkeit, seine AB-Test-Ergebnisse genau auf solche Sachen zu filtern, ist es super hilfreich. Zum Beispiel ein zum Beispiel, was mir auch einfällt, ist, das hat ein damaliger Kunde von uns, der hat auch im Footer was getestet und natürlich wurden jetzt alle Experimentteilnehmer, die zum Beispiel auf der Startseite waren, aber er hat dann im Footer was getestet. Das heißt natürlich super viele Testteilnehmer, aber wie viele Leute haben denn jetzt tatsächlich auch diesen Footer gesehen? Ne, also auf wen hat denn
diese Variante überhaupt auch Einfluss nehmen können. Das war wahrscheinlich nur ein kleiner Teil. Sinnvoll in dem Fall wäre es sicherlich gewesen, so einen In-Viewport-Listener zu schreiben, dass man einfach versteht, okay, in diesem gewissen Bereich, wo man jetzt den Footer sieht, da würde man ein Event werfen und dann würde man eben schauen, man schaut sich jetzt nur die Ergebnisse an, die auch wirklich, also bei den Usern, die auch dieses Event geworfen bekommen hatten. Und so macht tatsächlich auch das Auswerten von AB-Tests ziemlich viel Sinn. Wie gesagt, man kann das auch mit GA4 machen und sich irgendwelche Lösungen überlegen, aber BigQuery ist da schon komfortabler, sage ich mal. Genau, das ist vor allem daran wichtig, weil ihr könnt diesen Eventname jederzeit kurz gegen was anderes tauschen. Ist nicht im Sidecard, ist keine Ahnung, Footer gesehen oder Warenkorb, Information. Das heißt, die Events, die ihr erstellt, könnt ihr dann relativ auch schnell platzieren. Aber natürlich wichtig, die Auswertung ist ein kleiner Teil. Man hat natürlich, oder wie ist mein Workflow? Dadurch, dass ich ja im AB-Testing den Kunden in vielen Fällen komplett berate und unterstütze, ist natürlich bei mir auch der Workflow, wie allgemein auch im AB-Testing sein muss, wie ein Kreislauf. Das heißt, man zuerst mal ganz vorne behaupten, dass man hinten die Daten richtig auswerten kann, muss vorne alles richtig auch anfangen, wo auch oftmals Hürden sind und wo viele Unternehmen nicht wissen, wie mache ich das dort überhaupt, wie fange ich da am besten an. Deswegen, ich habe auch am Anfang erstmal die Testplanung. Das heißt, wo teste ich was, auf welchen Grundlagen teste ich das überhaupt. Ich finde erstmal die Information, baue eine richtige Hypothese, eine saubere. Und dann kommt es ja auch zu dem nächsten Part, dann ist die Testvorbereitung. Was wird geändert? Wie sieht es in dem Design aus? Der Test wird mit dem Entwickler durchgesprochen. Das heißt, wir haben auch schon nicht nur ganz hinten Fallstricke, sondern es fangen die meisten Fallstricke schon ganz vorne an in einem Workflow, in einem AB-Testing, die man berücksichtigen muss. Ähm, Genau, ein Test wird dann implementiert, ein Test wird umgesetzt im Testing-Tool. Dann wird eben erst in diesem Schritt ganz hinten BigQuery eingeschalten, weil ich fange nicht vorne an, sondern erst, wenn wirklich der Test live ist, ich weiß, er ging los, es ist kein Problem. Erst dann tue ich wirklich ganz gemütlich am Ende nochmal meine BigQuery-Abfrage rein und ich schaue mir mal die ersten Ergebnisse an und dann tut man in diesem Schritt reagieren, falls was auffällig sein sollte. Genau, und dann würde erst ganz am Ende, wenn man weiß, wie lange musste der Test laufen, man hat ihn sauber sage ich mal, beendet und nicht einfach irgendwie pauschal nach 7 Tagen, nach 10 Tagen, was ja oft gesagt wird. Also hier gibt es auch schon viele Fallstricke, dass man dann weiß, okay, wie sind jetzt wirklich die Daten, wie sehen die Daten am Ende aus? Und dann schaut man sich an, wie sind die mobilen Nutzer, wie sind die neuen Nutzer, und dass man dann eben die besten Rückschlüsse zieht. Ich glaube auch, Steffen, ihr habt ja auch in euren bisherigen, sage ich mal, Kundenprojekten, die ihr auch viel begleitet habt, ja auch irgendwann gemerkt, wie ihr oftmals mit Kunden zu euch kamen, wahrscheinlich nicht so den Prozess hatten, aber dachten wahrscheinlich oft, sie sind schon AB-Testing-Profis, oder? Genau, definitiv. Es ist schon wichtig, dass man sich, egal wie man jetzt seine AB-Tests auswertet, ob das jetzt mit BigQuery ist, mit Testing-Tool, mit GA4 oder was es auch sonst sein mag, dass man sich an diese gewissen Abläufe hält. Und ich finde es auch gut, dass du es nochmal zeigst, dass du quasi erstmal dass du monitorst, die Abfragen aufsetzt und dass du am Schluss dann halt auch erst wirklich Auswertungen machst. Man hat vorher damit eigentlich auch nichts zu tun. Was mich jetzt noch interessieren wird, Nico, wie dokumentierst du denn dann deine Testergebnisse? Weil du nutzt ja jetzt BigQuery und oft ist es ja so, dass du in deinen AB-Testing-Tools, ist bei Verify ja auch so, da hast du einen Ergebnisreport und dann siehst du halt die gespeicherten Ergebnisse da. Jetzt machst du ja diese manuellen Abfragen. Wie machst du das dann? Also wie gehst du damit um? Wie berechnest du Signifikanz und wie dokumentierst du das dann auch? Genau, also meine, sag ich mal, Testvorbereitung beginnt da schon mit einem externen Tool, was ich nutze, mit quasi einer Tabelle, wo ich mir erstmal zu Beginn anschaue, wo teste ich, welche Datenmenge ist auf diesem Seitentyp vorhanden, auch dessen springender Punkt. Man muss sich die Seitentypen individuell anschauen und dann prüfe ich mir erstmal, okay, auf der Produktseite, wie viele Nutzer sind auf den Produktseiten und auf den Seiten, die ich teste, wie ist da die Conversion Rate, wie ist da der Durchschnitt in den letzten Monate, um dass ich mir da erstmal berechne, wie lange muss der Test ungefähr laufen, mit welcher Nutzerzahl, wie sind meine Möglichkeiten, die ich erreiche mit einem Uplift, mit keinem Uplift, wie ist da der MDI und so weiter. Das heißt, da gibt es dann auch schon verschiedene, sage ich mal, Berechnungen und wichtige Infos, die ich mir vorher anschaue. Und wie du sagst, ich habe die Daten manuell am Ende und dann schaue ich mir dann auch, oder tue ich in dem Fall mir natürlich manuell die Daten raus und schaue mir dann an, okay,
wo ist eine Signifikanz, wo ist keine Signifikanz, in welcher Kohorte ist vielleicht eine Signifikanz, weil ich mir dann natürlich die Sachen nochmal individuell anschaue. Das heißt, ich in meinem Fall zum Beispiel, weil ich das aber auch in Kundenkommunikation nicht nach außen ins BigQuery zeige, platziere am Ende dann meine Ergebnisse, die man dann auch mit einem Signifikanzrechner nutzen kann, um sich dann da eben anzuschauen, okay, ist denn da wirklich der AB-Test auch signifikant oder negativ oder positiv oder gibt es überhaupt eine Änderung? Ja, Und jetzt cool. auch in dem Kontext ja nochmal, wie ich vorhin gesagt habe, mal eine verrückte Abfrage. Das ist wirklich die verrückteste, die ich bisher gemacht habe. Nur mal so als Erklärung, was da möglich ist. Wir hatten damals einen Test gemacht, wo wir gesagt haben, alle Nutzer, die über, es waren genau 60 € einkaufen, bekommen ein Geschenk. Jetzt ist es so, in Shopify haben wir jetzt 50% den Test gesehen und wussten, ich bekomme ein Geschenk, aber 50% nicht. Und jetzt ist es so, jetzt gibt es ja Kunden, die haben trotzdem über 60 € eingekauft und wissen gar nicht, dass andere ein Geschenk bekommen. Und jetzt muss ich mir im BigQuery quasi einmal die Information rausziehen und musste mir anschauen, welche Nutzer haben in dem Test über 60 € eingekauft und genau zu welcher Uhrzeit haben die eingekauft. Und dann konnte ich mit dem Kunde genau sehen, okay, um 13:30 Uhr hat jemand, der auch wirklich das Geschenk bekommt, auch in unserer Variante eingekauft. Und er wiederum wusste in Shopify, 13:30 Uhr, keine Ahnung, die Claudia aus Berlin, die bekommt dann ein Extra-Produkt ins Paket rein. Oh Das je. heißt, ihr seht, hier ist wirklich auch, je nachdem, wie speziell man das macht, aber auch nur hier mit BigQuery wäre das so möglich. Ähm, Weil ich weiß jetzt nicht, ob man das unbedingt so individuell sich auch vielleicht unter vielen Gesichtspunkten in GA4 zusammenbasteln kann, aber ich glaube, es wäre auf jeden Fall viel, viel schwieriger. Und da seht ihr einfach mal die Möglichkeiten. Und das war damals eine verrückte Abfrage, sage ich mal. Das heißt, es ist nicht immer nur Standard, sondern auch manchmal ein bisschen spezifischer. Ne? Ja, Genau. super Ja, cool auf jeden Fall. Nico, wir sind jetzt schon ziemlich durch mit der Zeit. ja, Ich würde sagen, wir schließen noch ab und verabschieden uns noch. Falls einer von euch noch Fragen hat, überlegt euch's gerne. Wir können euch jetzt gerne auch noch 5, 6 Minuten was beantworten. Aber für diejenigen, die dann schon gehen müssen, genau, von daher erzählen wir jetzt noch ein bisschen was. Aber wenn ihr noch Fragen habt, bleibt gerne drin und fragt uns die. genau, wir sind auch mit, sage ich mal, den Grundthemen auch durchgekommen. Das, was jetzt hier noch am Ende so Kleinigkeiten sind, ist, was wir auch schon vorhin vorgegriffen haben, mit zum Beispiel ChatGPT eben als Assistenten nutzen, was wir schon vorne schon vorgegriffen haben in dem Beispiel. Oder auch, dass man zum Beispiel sowas wie Looker Studio nutzen kann, um sich noch manche Testergebnisse visuell grafisch darzustellen. Ich persönlich mache das zum Beispiel auch nicht, einfach weil ich es für mich nicht brauche, sondern ich brauche einfach nur die Abfragen und präsentiere das dann meinen Kunden als Ergebnis. Aber das muss man immer spezifisch dann auch für sich entscheiden. Genau. Und so sieht zum Beispiel dann in Lucas Studio auch sowas zum Beispiel aus. Das heißt, wie ihr seht, das ist hier dann schon, kann so aussehen, grafisch dann auch ein bisschen besser, als wenn man einfach nur die, ja, sag ich mal, Zahlen dann auch sieht, ne? Genau. Genau, also auch wenn ihr an sowas interessiert seid wie Looker Studio Vorlagen oder Testzugang Verify oder wir schicken euch im oder auch Demoskripten wollte ich noch sagen, wir schicken im Nachgang sowieso das White Paper, werden wir dazu noch mal eins erstellen, aber auch die Aufzeichnung von dem Webinar schickt man durch, den Foliensatz. Mhm. Also hier nichts verloren, das kann man sich auch gerne noch mal in Ruhe durchlesen, auch wenn ihr im Nachgang noch mal Fragen haben solltet, steht euch der Nico natürlich jederzeit gerne zur Verfügung, wir natürlich auch. Aber gerade bei SQL-Abfragen ist der Nico der Profi. Genau, und hier ganz am Ende auch nochmal könnt ihr euch in Ruhe dann anschauen, wie ihr die Verknüpfung macht. Das haben wir extra so ein bisschen nach hinten geschoben, weil das ja oft mal so die Theorie ist, wo es auch 100 YouTube-Videos drüber gibt. Und da könnt ihr euch trotzdem auch noch hier anschauen, okay, wie macht man denn dann die Verknüpfung, beziehungsweise wie man das auch schon mit Verify, mit einer automatischen Verknüpfung tatsächlich machen kann. Genau, und wie Steffen gesagt hat, schaut euch gerne die Slides dann auch im Nachgang nochmal durch. Es gibt ja auch, wie gesagt, einen White Paper und auch ich, wie Steffen gesagt hat, stehe ich da jederzeit gern zur Verfügung, wenn es mal direkt um das Thema eben BigQuery geht oder natürlich, wenn ihr allgemein sagt, hey, das Thema AB-Testing ist mega spannend, aber ich brauche vielleicht einfach nochmal so einen kleinen externen Impuls. Schaut gerne auf meiner Homepage vorbei, bucht euch ein Gespräch, dann quatschen wir eine Runde und dann gebe ich euch gerne mal ein bisschen Input, weil auch oftmals die Überlegung ist, okay, wo stehe ich gerade, kann ich schon was machen, was kann ich machen und genau, freue mich da auch sehr, euch natürlich kennenzulernen.
Perfekt. Ja, dann Genau. vielen lieben Dank dir, Nico, dass du uns heute so ein bisschen einblicken hast lassen, wie du arbeitest und auch was du oder wie du BigQuery nutzt. Waren für mich auch wieder super viele spannende Sachen dabei. Und ich finde es auch cool, dass ich mit dir einen Sparringspartner gefunden habe, der uns halt auch einfach auch hilft, dass wir unser eigenes Produkt besser machen können. Von daher vielen lieben Dank, dass du auch das Webinar gemeinsam mit mir, mit uns gemacht hast. Und ich hoffe, den Teilnehmern hat es gefallen. Ich weiß, es sind nicht alle bis zum Schluss geblieben. Für die, die jetzt noch so fleißig mit dran dabei waren, bedanke ich mich nochmal erst recht herzlich und würde sagen, meldet euch gerne bei uns oder lasst es bleiben, wie ihr wollt. Und in diesem Sinne, Nico, mach's gut und wir hören uns. Genau, super. Dankeschön, macht's gut. Ciao.